Hallo und herzlich willkommen zum Spiel The Park. Hier ist wieder euer Caminero. Ich möchte mit euch heute das Spiel wieder anspielen und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall gleich mal ein neues Spiel starten. New Game. Are you sure to want to start a new game? Ja, wir sind sicher. Alright. Über Spiele. Okay, also mir wird geraten, das Spiel in einem dunklen Raum, am besten mit einem Kopfhörer zu spielen. Und ja, wir haben zwar jetzt keinen dunklen Raum, aber ich denke mal, das kriegen wir auch schon hin. Der Park. Funcom Presents. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. So, und jetzt geht's auch schon los. Jetzt muss ich mal schauen. Das ist unser Junge hier. Ich weiß jetzt nicht, den Mr. Bear, meint er seinen Teddybären oder wirklich den Mr. Bear? Ich muss auf jeden Fall jetzt mal zur Information. Zur Information. Attention patrons, the park is now closed. Ah, okay. Please make your way to the car park. Der Park schließt also in wenigen Minuten. Atlantic Island Park. Press A to interactive... Okay. Halt, was war da jetzt gestanden? Mal schauen. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Ein Denkmalstein. Stein, Entschuldigung. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Okay, also mein Sohn ist schon vorgelaufen in den Park. Ich hatte doch recht, also es ist nicht der Mr. Bear, sondern der Teddybär, wo der Junge sucht. Ich schätze mal, der hat den Teddybären im Park irgendwo verloren. Wait up there for mommy, Callum. This way, Mommy. Ah, da vorne ist er, ja. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Oh, die Lampe, die schaut auch nicht mehr fit da oben aus. Anscheinend die Stromrechnung nicht bezahlt. Erdbeben. Was geht jetzt ab? Es ist Nacht. Der Vollmond ist... Boah, krass. Was geht jetzt? Was ist jetzt los? Oh God. The park. What happened here? So, ich schaue jetzt einfach mal, wo ich bin. It's easy to get lost here. Okay, Sideshow Alley. Da sind wir gerade. Gut, ich muss halt jetzt bloß schauen, wo der Junge ist. Ich rufe ihn jetzt einfach mal. Callum? Totenstille, niemand hier. Callum? Stay where you Ah, are. da vorne ist er. Hier ist er. Callum, come back here right now. Komm zurück, aber sofort.
Ah, irgendwo raschelt's hier. Also ich komme mir ja richtig beobachtet vor. Richtig unheimlich. Callum, come back here right now. Over here. Was steht da? Carrie Killian is Satan's War. Ah, okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier den Weg lang. Ich rufe jetzt den Kleinen nochmal. Oder ist er da? Come out, sweetie. Catch me, Mommy. Fang mich. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist, dann würde ich dich fangen, mein Kleiner. Man hört richtig die Bäume rascheln und richtig unheimlich hier. Ich bin ja gespannt, was hier noch alles passiert. Oh, was war das hier? Schade, eigentlich wollte ich das Spiel eigentlich an Halloween spielen, aber irgendwo knarrt's hier. Callum? Oh, Come on, this way. oh, was ist das jetzt hier? Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk was in class. Chad the can see the pass. Chad the angry likes to fight. Okay. Also ich komme ja richtig beobachtet. Wo ist da irgendjemand? Jetzt höre ich Stimmen. Okay, hier ist keiner. Mommy needs to see you, Callum. Over here. Oh, das hat sich aber jetzt nicht mehr so gut angehört. Ui, was war das? Ein Knurren. Tunnel of Tales. Mommy needs to see you, Callum. Callum, stay where you are. Come on, Mommy. Ist der da vorne in dem Boot drinnen? Ich glaube schon. Da steige ich hier auch einfach mal ein. Bin ich gespannt, wo uns das Boot hinführt. Aber das haben sie schon echt klasse gemacht hier. Das ist richtig unheimlich. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, das in der Nacht zu spielen. Ich glaube, da kommt das noch besser rüber. Bei mir ist es leider Tageslicht, aber naja, wir werden sehen, was auf uns noch zukommt. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. Hänsel They und were Gretel. very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest. Alter, was war das jetzt? and abandon Da ist das Boot irgendwo angestoßen. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Alter, da ist irgendwo ein Viech. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Alter, das Viech schaut mich an. Leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them,
the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. "Tomorrow I will take them into the woods myself," the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Boah, krass, irgendwas bewegt sich hier. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Die berühmten 3 Zahlen in einem Märchen. 3 Tage. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who's nibbling at my house? Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. "Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you." But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. "Come, children, don't be afraid. I have something for you." The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. "You see, nothing to fear here. Come inside," the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Oida, was war das jetzt? Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. "Your brother will make a good mouthful," the old witch told Gretel. "Once he is fattened up, I shall feast upon him." Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. "Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven." But Gretel pretended not to understand. "I do not know how. Where is the opening?" "Fool!" Oi, da bin ich jetzt the old erschrocken. witch said. "The opening is here." And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Also deshalb verstehe ich jetzt nicht ganz. Haben die Hexe gegessen? Ich glaube, das kommt im Märchen doch gar nicht vor, oder? Oder habe ich da irgendwas verpasst? So, also irgendwas war in der Höhle. Oida, das Teil dreht sich. Oh, krass. Was geht jetzt ab?
Bloß raus hier. Danke für das Märchen. So, jetzt muss ich echt schauen, wo der Junge ist. Callum, where did you go? Ganz leise, ich höre ihn fast gar nicht. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. What's this? Schau ich mal, ob ich in die falsche Richtung gegangen bin. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück, schnell kurz was schauen. Where are you? Catch me, Mommy. Also irgendwo in der Nähe ist der Junge. Ich muss jetzt mal kurz nochmal hier auf den Plan schauen. Ah, da müssen wir lang, genau. Ich wäre jetzt nämlich wieder zurückgegangen. Gut, also wir befinden uns hier. Und dann gehen wir hier rauf. Dann kommen wir zum Oktober. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Jetzt rufe ich nochmal nach dem Kleinen. I'm not playing anymore, Callum. Ja, ich bin jetzt echt gespannt auf, was mich jetzt hier noch erwartet. Das ist echt unheimlich hier. Da ist die Lampe aus. Stop, Callum! Da sprüht es auch schon Another Funken. accident. This place. Da ist doch der Bär, oder? Das ist doch der Bär. Komme ich da hin? Nee. Aber das ist doch der Bär, den wo der Junge anscheinend sucht. Where are you? Callum! This way, Mommy. Alter, was kommt da runter? Jetzt höre ich schon Stimmen. Where are you, Callum? Also ich habe immer das Gefühl, ich werde beobachtet. Die ganze Zeit. This isn't a game, Callum. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids.
Ja, ich bin ja gespannt, wo mich der kleine Junge hinführt. Hier kommen wir nicht lang. Da ist die Brücke zerstört. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Da vorne scheint mir ein Autoscooter zu sein. Da gehen wir einfach jetzt mal hin. Constant crashes and 80s music. Guess it floats someone's boat. Callum, stay where you are. Oi, da ist. Also irgendwie hat die Alte eine Vorgeschichte. Hello? Mother duck said quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Also alle Autoscooter außer Betrieb, außer hier. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem hin, das ist mir jetzt egal. Don't hide from me, Callum. Catch me, Mommy. Berühr mich, Mami, aber ich weiß ja gar nicht, wo du bist, Kleiner. Accident Report. Da ist ein Unfall anscheinend passiert. Oh, was ist jetzt? Das hört sich nicht gut an. Oh, fuck. Warum habe ich das Gefühl, dass mir hier irgendwie der Weg gezeigt wird? Ich werde jetzt einfach mal da lang gehen. Da geht's zum Riesenrad. Callum, where did you go? It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help.
Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, "Yes, Sheriff." Mommy is coming, Callum! Da schreit ein Baby. Hält das Teil jetzt an? Mal kurz schauen. I can't get on while it's moving. I can't get on while it's moving. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Mommy is coming, Callum. Alter, was geht jetzt ab? Hey? Ich höre nur noch Geräusche überall. Ihr merkt schon, ich rede gar nicht mehr so viel. Ich bin so gespannt. Ich bin so... Halt, da geht's nicht raus. Man ist richtig hier in dem Spiel im Bann gezogen. Man weiß nicht, was passiert. Jetzt schaue ich nochmal auf den Plan, wo wir hier überhaupt sind. Also wir sind am Riesenrad. Okay, Ferris Wheel. Gut, ich laufe jetzt hier einfach mal lang. Where are you, Callum? Keine Antwort. Ich höre nur noch ein Babygeschrei. Callum, tell Mommy where you are. Alter, was ist denn? Ja, krass. Where did you go? Ah, jetzt höre ich wieder leises Flüstern. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt hier hinlaufe. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. Callum, where did you go? So, hier kann ich anscheinend durch. Da gehe ich jetzt einfach mal I always rein. wanted to ride this one. Never got around to do it before. Zur Achterbahn.
Fahren wir ein bisschen Achterbahn. What do you want? We need to Oh, Ida, talk wer ist about das? Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is? The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Oh, jetzt geht's runter. Also irgendwie hat die Frau ein größeres Problem. Bei den Wahnvorstellungen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zuzusehen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich wie immer sehr, sehr gerne schreiben. Ich antworte sehr gerne. Ihr könnt mich auch sehr gerne auf meinen YouTube-Kanal abonnieren, würde ich mich auch sehr freuen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Gameplay wieder, euer Caminero. Ciao Leute.